Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir mal ein bisschen Ich packe meinen Koffer und fliege in den Urlaub mit meiner Fotoausrüstung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was von meiner wertvollen Fotoausrüstung möchte ich in meinem Koffer verstauen und was nehme ich vielleicht lieber mit ins Handgepäck. Wie ich das Ganze handhabe und was ihr beachten müsst, wenn ihr mit eurer Fotoausrüstung in den Urlaubsflieger steigt, das erkläre ich euch im Video. Es geht los in den lang ersehnten Urlaub mit dem Urlaubsflieger. Und was darf natürlich nicht fehlen, um tolle Bilder natürlich auch im Urlaub zu machen? Die Kamera und heute ja auch immer mit dabei schon eine Drohne, denn die sind mittlerweile so klein und auch günstig, dass man die durchaus immer dabei haben kann. Jetzt stellt sich natürlich im Urlaubsflieger die Frage, packe ich mein ganzes Equipment hier in meinen Koffer als Aufgabegepäck oder nehme ich es doch lieber mit ins Handgepäck? Ich persönlich nehme meine Sachen immer ins Handgepäck oder versuche sie zumindest immer ins Handgepäck zu nehmen. Ich hatte leider einmal den Fall, dass trotz zusätzlich bezahltem Handgepäck das Ganze überfüllt war. Das heißt, Handgepäckaufgabe war nicht mehr möglich und ich musste das Ganze dann als Aufgabegepäck machen. War sehr unangenehm. Ich hatte auch ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte Glück, ich habe mein Handgepäck wieder bekommen, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Denn Koffer verschwinden auch allzu gerne, auch so einem Flug mal. Ne? Das ist kein Einzelfall, dass ein Koffer weg ist. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, ist ja versichert das Ganze, aber das ist leider nach oben begrenzt. Das heißt, pro Koffer habt ihr eine Begrenzung. Es bewegt sich immer so um die 1.000 € pro Fluggesellschaft. Das heißt, wenn ihr wirklich Kameraausrüstung habt, ihr habt eine teure Kamera, ihr habt ein, zwei Objektive, vielleicht eine Drohne mit drin, dann habt ihr im schlimmsten Fall, kriegt ihr nicht mal ein neues Objektiv dafür. Deshalb auf jeden Fall gucken, wenn ihr sowas auch aufgebt als Aufgabengepäck, dass ihr eine zusätzliche Kameraversicherung habt. Denn die Airlines, die decken das in der Regel nicht ab, was euch da verlustig geht. Deswegen, Punkt Nummer 1, guckt, dass ihr eine Kameraversicherung auch gegen Diebstahl und gegen Verlust fürs Ausland habt. So, und dann versuche ich natürlich immer meine Kamera im Handgepäck aufzugeben. Das heißt, ich nehme kein extra Handgepäck, sondern habe hier wie zum Beispiel meinen Kamerarucksack von Lowepro, den Tactic Pro 450. Der hat nämlich genau die Handgepäckmaße. Das ist schon die nächste Sache. Welche Maße dürft ihr überhaupt mitnehmen? Denn man darf ja nicht unbedingt unendlich große Stücke mit ins Handgepäck nehmen. Da könnt ihr euch immer so ungefähr merken, 50, 40, 20. Das sind so die Maße, die es haben kann. Also Höhe 50 cm, Breite 40 und in der Tiefe 20. Es unterscheidet sich. Ich glaube, es sind 55, 43, 22 irgendwie so. 50, 40, 20 seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr einen Fotorucksack mitnehmt. Also nicht so einen riesen mega Monster-Rucksack mitnehmen, sondern guckt da schon, auch beim Kauf achtet da drauf, dass ihr einen ordentlichen Rucksack habt. Und der sollte auch stabil sein. Ich bin schon oft geflogen und es gibt auch mal unsanfte Flüge und dann geht auch mal so ein Handgepäckfach auf. Und wenn ihr dann so einen leichten Rucksack habt und eure Kamera donnert dort aus der Ablage raus, kann die auch kaputt gehen. Ne? Also schön darauf achten. Ich habe hier meinen Lowepro, den finde ich auch echt mega. Da kriege ich erstmal alles unter. Angefangen von der Kamera über das Objektiv als auch über die Drohne und Zusatzobjektive und, was man so mit hat. Und der ist auf jeden Fall mega stabil. Also ist sowieso mein Standardrucksack, den ich schon lange Zeit habe und mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Aber was kann man jetzt denn in so einen Rucksack mit in den Flieger reinnehmen? Ganz klar, Kamera, Objektive könnt ihr mit reinnehmen, solltet ihr auch definitiv hier im Handgepäck mit aufgeben. Jetzt ist die nächste Frage nach den Akkus. Kriege ich immer wieder gefragt, was machst du mit deinen Akkus? Akkus ist ein ziemlich spezieller Fall und zwar müssen Akkus sogar ins Handgepäck mit rein. Denn Akkus, wenn ihr die im Koffer habt, dann können die Feuer fangen und was natürlich unangenehm ist, ist Feuer im Laderaum eines Flugzeugs. Das sollte man da nämlich nicht haben. Deswegen Akkus immer ins Handgepäck. Ob ihr jetzt generell auch einen Rucksack habt oder nicht, das kann sonst echt zu Problemen führen und dann werdet ihr am Flughafen auch mal ausgerufen und dann wird man euch fragen, warum habt ihr Akkus in eurem Koffer, im Aufgabegepäck. Deshalb Akkus immer ins Handgepäck packen. Bei den Akkus gibt es eine Beschränkung und zwar von der Leistung, was ihr maximal an Leistung an so einem Akku mitnehmen dürft. Und zwar sind es 100 Wattstunden pro Akku. Um mal einen Vergleich zu haben, ich habe hier einen Canon-Akku und zwar den LPE6. Canon, bei der R ist der drin, bei der 6D Mark II und sowas ist der drin. Ist ein verbreiteter Akku. Da hat zum Beispiel dieser Akku 14,7 Wattstunden.
Also da könnt ihr einiges an Akkus mitnehmen. Ich bin auch noch nicht so ganz durchgestiegen, ob das die maximale Wattzahl sein kann, also was ihr an Akkus mitnehmen könnt, oder pro Akku. Das ist so von jeder Fluggesellschaft, steht ein bisschen schwammig drin. Bei der Lufthansa auf der Seite heißt es zum Beispiel, in üblichen Mengen für den privaten Gebrauch könnt ihr Akkus mitnehmen. Maximal mit einer Leistung von eben diesen 100 Wattstunden. Also da könnt ihr schon einen mega fetten Akku schon mitnehmen. Im Normalfall kommt ihr da nicht ran. Mit euren normalen Akkus, auch hier, keine Ahnung, beim Blitzgerät, diese Akkus, die haben in der Regel alle nicht so viel Leistung, dass die nicht mit ins Handgepäck rein können. Auch hier die von der Drohne, die ist bei weitem, haben die nicht so eine Leistung, dass die dort nicht mit ins Handgepäck rein dürfen. Also, ganz wichtig, Akkus immer ins Handgepäck, damit sie nicht explodieren können, Feuer fangen können. Im Bauch des Flugzeugs findet ihr mit Sicherheit dann auch nicht so lustig, wenn ihr im gleichen Flugzeug sitzt. Also, wenn euer Gepäck da ist, solltet ihr im gleichen Flugzeug sitzen. So, Drohnen. Drohnen generell können mit ins Handgepäck. Die könnt ihr natürlich in den Koffer packen. Auch das, Verlust etc., Beschädigungen, denn auch mit den Koffern, wer das mal gesehen hat am Flughafen, wie die verladen werden, eure Koffer. Ich habe auch schon Koffer zurückbekommen, wo ich dachte, wow, der war irgendwo in einem Kriegsgebiet, aber der wurde eben nur ein- und ausgeladen. Würde ich auch definitiv nicht ins Aufgabegepäck stecken, die würde ich auch ins Handgepäck packen. Jetzt gibt es hier, ich habe die Mavic 2R, große Koffer dafür. Ich gucke immer, dass wenn ich unterwegs bin, gibt es nochmal so kleine Packs, wo wirklich jetzt nur die Drohne und dann entsprechend auch die Fernbedienung reinpasst. Das kannst du super verstauen, zumachen. Und dann ist die Drohne nochmal hier sicher drin und du kannst sie auch gleichzeitig mit in den Kamerarucksack packen. Das mache ich bei mir nämlich auch. Wie gesagt, bei dem ist so viel Platz, da könnt ihr eine Drohne mit Fernbedienung, ich habe 2 bis 3 Objektive immer mit, ich habe meine Kamera dort mit, locker dort in den Rucksack reinpacken. So, Speicherkarten. Speicherkarten, ganz wichtig, würde ich auch nicht in meinen Koffer packen, sondern auch ins Handgepäck mitnehmen. Eine Speicherkarte wiegt nicht viel, aber es ist ärgerlich, wenn ihr am Urlaubsort ankommt. Ihr habt jetzt alles im Handgepäck gehabt, aber habt keine Speicherkarte, weil die vielleicht in dem Koffer ist und der Koffer ist weg. So, Speicherkarten packe ich immer noch mal zusätzlich in so ein extra Case rein. Die kannst du dir zur Not auch in die Jackentasche stecken. Fragt kein Mensch danach. Wie gesagt, die wiegen nicht viel. Wenn du jetzt Bedenken hast, keine Ahnung, passt nicht mehr in den Koffer, ist zu schwer, nimm sie an Mann, da kannst du sie auch haben, fragt kein Mensch danach. Würde ich definitiv aber auch nicht in meinen Koffer packen, sondern entweder ins Handgepäck oder lasst sie am Mann. Gibt es ja auch kleinere Packungen für, wenn ihr jetzt nicht so viele Speicherkarten habt wie ich jetzt hier, dann könnt ihr auch eine kleinere Aufbewahrungsbox nehmen und die behaltet ihr einfach am Mann, fertig ist. So. Jetzt noch ein ganz wichtiges Thema, Stative. Ich versuche Stative, wenn ich unterwegs bin, gerade im Flieger, immer so klein wie möglich ein Reisestativ mitzunehmen. Hier Sirio, ein Traveler, ist ein ganz kleines, seht ihr schon, hat wirklich super kleines Packmaß. Ist ein bisschen Glücksspiel. Wenn ihr das im Handgepäck mitnehmt, ich hatte das auch schon im Handgepäck, kann es durchgehen. Ich hatte aber auch schon mal den Fall, dass ich ein bisschen Größeres mit hatte und dann ging es nicht im Handgepäck, sondern ich durfte das am Flughafen in die Verwahrstelle geben und mir nach meiner Rückkehr wieder abholen. Einbeinstative sowieso gar nicht, gelten irgendwie als Waffe, dürft ihr nicht mitnehmen ins Cockpit sage ich schon, dürft ihr nicht ins Handgepäck mitnehmen, aber ihr könnt sie natürlich in den Koffer packen. Stativ würde ich persönlich immer in den Koffer packen. Auch das kleine hier versuche ich immer nach Möglichkeit, wenn noch Platz im Koffer ist, das in den Koffer zu packen. Auch wenn ihr ein bisschen größeres Reisestativ habt, packt es lieber in den Koffer. Vielleicht habt ihr auch eins, wo Spikes unten dran sind, da gibt es sowieso nur Stress dann am Zoll, am Flughafen, also deswegen bei der Kontrolle. Deswegen packt das in den Koffer, wenn das mal weg ist, ja, das ist auf jeden Fall mit versichert. Was kostet ein Stativ? Jedenfalls keine Tausende von Euro. Und dann, wenn ihr das alles in allem beachtet, dann könnt ihr natürlich eure ganze Fotoausrüstung, Kameras, Objektive, Drohnen oder was auch immer mitnehmen in den Urlaub. Also ganz wichtig, Akkus immer mit ins Handgepäck. Das kann echt Schwierigkeiten geben, wenn ihr die im Aufgabegepäck habt. Dann könnt ihr euch schon mal rausziehen nochmal und das ist ärgerlich. Vielleicht dürft ihr gar nicht mitfliegen, weil ihr den Koffer aufmachen müsst, weil ihr habt, keine Ahnung, 10 so eine Akkus da irgendwo verstaut und das wirft Fragen auf. Habe ich übrigens schon mal mitbekommen, dass jemand auf einer Fotoreise rausgerufen wurde, weil er Akkus im Koffer drin hat. Das ist kein Witz. Ist nicht so lustig. Und ansonsten Akkus, ja, Höchstkapazität. Ich
denke pro Akku. Pro Akku. Bei der Lufthansa-Seite würde ich so rauslesen. Pro Akku 100 Wattstunden, da kommt ihr dicke nicht ran. Selbst wenn ihr 4 oder 6 so eine Akkus hier von Canon habt, kommt ihr da ganz schwer ran. Ja, also die Kapazität beachten. Guckt ruhig nochmal auch vorher auf die Seiten. Manchmal unterscheidet sich das auch so ein bisschen, was darf man wo transportieren. Aber Akkus definitiv sollten im Handgepäck transportiert werden. Stative, packt sie lieber in den Koffer. Da seid ihr am sichersten, denn ansonsten, wie gesagt, das ist so ein bisschen Roulette-Spiel. Ne? Könnt ihr natürlich, wenn ihr no risk, no fun, wenn ihr da drauf steht, dann nehmt es mal mit und guckt mal, ob sie so durch die Kontrolle mitkommen. Im schlimmsten Fall müsst ihr es da lassen in der Aufbewahrungsstelle und könnt es erst wieder abholen, wenn ihr zurückkommt. Ist natürlich blöd, wenn du im Urlaub bist und möchtest vielleicht eine Langzeitbelichtung machen und hast jetzt dein Stativ nicht mit, weil es auf dem Flughafen liegt. Speicherkarten auch immer mit rein, ist ja ganz wichtig. Keine Speicherkarte, keine Fotos, ist dann auch ziemlich ärgerlich. So, wenn ihr diese kleinen Grundlagen beachtet, dann funktioniert es auch mit dem Handgepäck, mit dem Fotozubehör im Flieger. So mache ich es und so habe ich in den letzten Jahren auch gute Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht seid ihr jetzt selber schon mal geflogen, habt auch Handgepäck mitgenommen, habt auch eure Fotoausrüstung da mit reingetan. Dann lasst mir doch mal eure Erfahrungen hier an der Kontrolle am Flughafen in Form eines Kommentars da. Habt ihr schon mal Ärger gehabt? Habt ihr schon mal ein falsches Stativ gehabt? Musstet ihr es vielleicht auch schon mal da lassen? Wo lasst ihr eure Fotoausrüstung? Sagt ihr auch, nee, ich habe einen Fotorucksack wie ich hier von Lowepro. Der hat genau Handgepäckmaße und da packe ich auch alles rein, nehme das mit in den Flieger. Oder sagt ihr, nee, das ist mir egal. Ich packe das alles in den Koffer und das wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe vielleicht noch nie einen Koffer verloren. Vielleicht habt ihr auch schon mal einen Koffer verloren. Dann lasst mir mal einen Kommentar dazu da, wie die Abwicklung war. Wart ihr versichert oder hat die Fluggesellschaft das geregelt? Und in welcher Höhe habt ihr eine Entschädigung bekommen? All das lasst mir mal in Form eines Kommentares da. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video, mein kurzes Statement zum Transport von Kameraausrüstung im Flieger, im Urlaubsflieger, hat euch gefallen? Dann lasst mir dazu doch gerne mal einen Daumen hoch da. Und ansonsten, wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.